Hallo, da bin ich wieder. In den letzten Wochen haben wir für ganz schön viel Chaos unter den Medizin-Influencern gesorgt. Der Grund dafür? Unser Fake-Produkt. Wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt, muss es natürlich auch verpackt werden und wenn man es richtig macht, natürlich in tausendfacher Stückzahl. Das wiederum kostet aber ziemlich viel Geld, da die Menschen, die die Produkte verpacken, natürlich dafür auch bezahlt werden müssen. Was, wenn ich euch aber sage, dass man das auch in Deutschland für ziemliche Dumpingpreise erledigen lassen kann? So rein preislich sind wir ja scheinbar ganz gut gelegen. Ne? Also ich muss sagen, Ihr Angebot war tatsächlich das günstigste, was wir bekommen haben. Lukrativ sind vor allem diese Ausgleichsabgaben. Da haben wir gerade auch einen sehr großen Auftrag. Für Amazon bestücken wir die Lager. Heute gehen wir undercover in Behindertenwerkstätte und je tiefer ich recherchiert habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass Konzerne auf der einen Seite Millionen Profite einstreichen können und auf der anderen Seite Menschen mit Behinderung ausbeuten. Und das ganz legal. Heute schauen wir uns an, warum Menschen, die in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, am Ende des Monats gerade mal 210 € zum Leben übrig haben und das mitten in Deutschland. Und gerade wenn man sieht, wie knapp das Geld bei manchen Menschen am Ende des Monats ist, reflektiert man oftmals selbst seinen eigenen Umgang mit Geld und vielleicht kennst du das auch. Oftmals ist es super verlockend, online mal schnell auf Ratenzahlung zu drücken, dass sich dahinter aber oftmals viel zu hohe Kosten verbirgen, das wissen die wenigsten. Genau da kommt Anyfin ins Spiel. Die App hilft dir nämlich dabei, deine Kredite zu optimieren und zu überprüfen, um das Beste aus deinen bestehenden Ratenkäufen und Krediten rauszuholen. Und das Ganze funktioniert auch total unkompliziert. Schritt Nummer 1. Du lädst dir die kostenlose Anyfin-App runter und wählst deinen Kredit- oder Ratenkaufanbieter aus und beantwortest einfach ein paar kurze Fragen. Schritt Nummer 2. Anschließend überprüft Anyfin, ob sie dir ein besseres Angebot machen können. Und danach hast du erstmal 7 Tage in Ruhe unverbindlich Zeit, das Ganze zu überprüfen oder du belässt einfach alles beim Alten. Schritt Nummer 3. Wenn du das Angebot annimmst, übernimmt Anyfin für dich den Kredit und du zahlst ab dann mit günstigeren Konditionen an sie. Das heißt, weniger Zinsen und mehr Geld bleibt in deiner Tasche. Was ich außerdem praktisch finde, ist, dass man komplett flexibel ist. Wenn es mal einen Monat besser läuft, kann man auch einfach mal mehr zurückzahlen. Wenn es am Ende des Monats aber mal ein bisschen knapper wird, kann man auch mal eine Rate pausieren. Und das Gute ist, man kann sogar mehrere Kredite gleichzeitig über eine Rechnung abwickeln. Gerade bei Kreditkarten sparen Nutzer von Anyfin im Durchschnitt 527 €. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine Summe, die sich durchaus bemerkbar macht. Und mit meinem Code Marvin bekommst du dann noch 20 € Rabatt auf deine erste Rechnung bei Anyfin. Abschließend natürlich noch der Hinweis, Anyfin vergibt keine neuen Kredite. Das heißt, das Angebot von ihnen richtet sich nur an Menschen, die schon offene Ratenkäufe oder Kredite haben. Wenn du davon gar nichts hast, umso besser. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an unsere wunderschönen medizinischen Heilmittel aus den letzten Wochen. Die erste Badebombe für alle, die bei Erkältung nicht zur Apotheke wollen, sondern lieber direkt ans Dessertbuffet. Dafür haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben wunderschöne Kartons organisiert. Ich präsentiere das Nasophon. Und das kommt dann auch noch in unsere dafür vorbereiteten Kartons. Die Verpackung, klar, die habe ich dieses Mal selbst zusammengebastelt. Wenn wir aber ein echtes Startup wären, dann würde ich das natürlich nicht selbst machen, sondern wir würden produzieren lassen. Und zwar auf Masse und im besten Falle so günstig wie möglich, denn wir wollen natürlich auch so viel Kohle machen wie möglich. Und ich habe immer gedacht, in Deutschland gibt es ja den Mindestlohn. Tja, habe ich aber auch nur gedacht, denn es gibt tatsächlich Mittel und Wege, diesen zu umgehen, denn vor ein paar Wochen habe ich eine ziemlich verzweifelte Nachricht von einer Zuschauerin bekommen. Hallöchen, ich bin Sophie, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet. Seit meiner Kindheit habe ich einen Schwerbehindertenausweis Grad 50. Ich arbeite 80 Stunden im Monat in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und bekomme einen Stundenlohn von ca. 2,87 € und keine staatlichen Unterstützung. Wir etikettieren, verpacken, stellen Waren her, die dann in ganz normalen Geschäften verkauft werden. Baumärkten, Supermärkten, etc. Die Konzerne und auch Chefs verdienen sich daran eine goldene Nase. Ich konnte im ersten Moment gar nicht glauben, was mir Sophie da geschrieben hat. Dann habe ich zu diesem Thema noch mehr recherchiert und habe festgestellt, dass dieses ganze System noch viel schlimmer ist, als ich zunächst dachte. Menschen mit Behinderung, die Vollzeit in so einer Werkstatt arbeiten, verdienen im Schnitt gerade mal 230 € im Monat. Und das ist in Deutschland völlig legal, weil sie rechtlich keine Arbeitnehmer sind. Das wiederum ist eigentlich ein Verstoß gegen die EU-Behindertenrechtskonvention. Aber Werkstätten gelten in Deutschland nicht als klassische Arbeitsbetriebe und das, obwohl sie mit ganz normalen großen Unternehmen zusammenarbeiten und von denen auch Aufträge bekommen. Und dieses ganze System nennen die Unternehmen dann noch süffisant grinsend Inklusion.
Momentchen mal, bedeutet das also, Unternehmen können ihre Aufträge richtig günstig an Behindertenwerkstätte abgeben und dort wird dann völlig legal unter Mindestlohn gearbeitet? Wenn das wirklich so ist, wäre das ziemlich heftig und ich möchte es auf die Probe stellen. Zum Glück arbeiten wir ja gerade wieder parallel an einem Projekt, wo wir ein Fake-Produkt haben und ich schlüpfe jetzt einfach mal in die Rolle des skrupellosen Unternehmers und ich frage ein paar Behindertenwerkstätte an, für wie wenig Geld wir dort unsere Produkte verpacken lassen können. Vorher treffe ich mich jetzt aber mal mit Sophie, die mich vor ein paar Wochen überhaupt erst auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Dieses Video soll auf gar keinen Fall eine Kritik an den Menschen sein, die in so einer Werkstatt arbeiten. Die geben jeden Tag ihr Bestes und können am wenigsten was für diese Situation, in der sie arbeiten. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist die Frage der Kohle. Wer profitiert von diesem System eigentlich am meisten? Ich bin die Sophie und mein Spitzname ist Foxy. Ich arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Meine Tätigkeit in dieser Werkstatt ist, dass ich unter anderem Sachen verpacke, ich aber auch Sachen zähle, ich auch mal Sachen übernehme, die anderen vielleicht nicht so können. Also schon so verpackungsmäßig und sowas. Wer sind denn die Auftraggeber von so einer Werkstatt? Ich darf leider keine Namen nennen, wer die Auftraggeber sind, wegen Kundenschutz. Aber das sind schon große Firmen unter anderem. Wie viel verdient man denn in so einer Werkstatt? Also ich verdiene in der Werkstatt im Monat zwischen 209 und 211 Euro. Ich glaube, das wird auch gestaffelt, also es ist so ein System dahinter, wo wir dann halt quasi eingestuft werden und die quasi mehr leisten können oder in gefährlicheren Bereichen arbeiten, die kriegen halt ein bisschen mehr. Ich finde das aber nicht fair, weil es kommt ja auch immer diese Argumentation von wegen, die Leute, die da arbeiten, die bekommen entweder Rente oder eine Grundsicherung und das ist quasi dann so ihr Einkommen, weil ja dann auch die Miete bezahlt wird und so. Oder halt die Wohngruppen dann bezahlt werden, also die kriegen so Förderung. Und dieses Geld, was sie in dieser Werkstatt bekommen, das ist dann halt nur so ein Taschengeld und das fühlt sich sehr schlimm an, vor allem weil zum Beispiel auch in meinem Fall das ja ist, ich kriege keine Leistungen, ich kriege keine Sozialleistungen, ich kriege keine Grundsicherung, ich kriege keine Rente und ich muss rein theoretisch von diesen 200 Euro im Monat leben. Und es ist einfach Katastrophe und das finde ich nicht fair. Würdest du sagen, in der Situation, in der du dich gerade befindest, dass du ein selbstbestimmtes Leben führen kannst? In der Situation, wo ich mich gerade befinde, habe ich kein selbstbestimmtes Leben. Ich bin finanziell abhängig, was sich furchtbar anfühlt. Und das hat nichts mit Inklusion zu tun oder sonst irgendwas. Inklusion wäre, wenn ich mein eigenes Geld verdienen dürfte. Und Selbstbestimmung habe ich auch nicht. Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Und auch das Finanzielle. Ich habe nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel in einen Supermarkt zu gehen und mir eine Wassermelone zu kaufen. Sondern ich muss zu meinem Mann rennen und ihn darum bitten, dass er mir Geld gibt oder mir eine Wassermelone kauft. Also ich fühle mich, das ist so ein Beispiel, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin wie entmündigt. Ich bin wie so ein kleines Kind. Ich muss wirklich sagen, ich habe großen Respekt vor Sophie, dass sie mit diesem Thema an die Öffentlichkeit geht. Denn ein Satz ist mir wirklich hängen geblieben, sie kann sich nicht mal selbst eine Wassermelone leisten. Und bevor jetzt der ein oder andere von euch denkt, ich möchte Behindertenwerkstätte kleinreden, auf gar keinen Fall. Ich weiß ganz genau, wie wichtig das für Menschen mit Behinderung ist, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie dort eine Gemeinschaft haben, dass sie dort akzeptiert werden, dass sie dort arbeiten können. Alles schön und gut. Mein Punkt ist ein anderer. Denn nur weil ein Thema oder eine Einrichtung gesellschaftlich wichtig ist, ist es nicht okay, dass große Unternehmen die mit ein paar Euro abspeisen. Denn sind wir mal ehrlich, die Leistung, die dort erbracht wird, ist im Endeffekt dieselbe wie in großen anderen Verpackungsunternehmen auch. Natürlich mit ein paar Einschränkungen, natürlich ein bisschen langsamer, aber das verargumentiert doch noch lange nicht, Menschen mit Behinderung mit 200, 300 Euro im Monat abzuspeisen. Und mir stellt sich halt die Frage, wer gewinnt denn eigentlich bei diesem System, bei dem so viel falsch läuft? Wir haben insgesamt ca. 45 Werkstätten rund um Berlin und Brandenburg angefragt. Und mittlerweile sind auch die Ergebnisse da. Die meisten verlangen so ca. 30 bis 40 Cent dafür, unsere Produkte zu verpacken. Manche Werkstätten verlangen sogar 70 Cent. Das ist auch ungefähr das Preisniveau, was richtige Verpackungsfirmen auch aufrufen würden. Und dann gibt es ein Angebot, das so ein bisschen aus dem Raster rausfällt, denn die wollen gerade mal 9 Cent pro Verpackung. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für dieselbe Arbeit, für denselben Aufwand, während andere Werkstätten das 3, 4, 5, 6-fache verlangen. Und genau deshalb fahren wir zu dieser Werkstatt hin, undercover natürlich, und schauen mal, wie so ein Angebot überhaupt zustande kommen kann. Und dann war der Tag gekommen. Wir standen irgendwo in Brandenburg und hatten einen Termin bei der Werkstatt, die uns wirklich mit Abstand das günstigste Angebot gemacht hat. 9 Cent pro Verpackung. Und genau dort wollten wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das Problem ist nur, das kann ich nicht persönlich machen, weil wir dann natürlich Gefahr laufen, dass wir auffliegen. Und deshalb habe ich meine Mitarbeiterin ins Rennen geschickt. So rein preislich sind wir ja scheinbar ganz gut gelegen, ne? Ja, tatsächlich. Dann steht der Sache ja nichts im Wege. Genau, ich habe auch tatsächlich Beispielverpackungen mitgebracht. Und das ist halt das erste Mal für uns.
Ja, das ist quasi immer dasselbe. Genau, ja. Und das muss dann gefalten werden. Und es wird dann an die Kunden verschickt oder an den Handel? Ja, an den Handel. Also zwei ganz verschiedene Sachen hier, oder? Ja. Ich sehe hier eine Badebombe, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und ein Nasenspray. Nee, Ja, ein Nasenflügeltrainer. ein Nasenflügeltrainer. Man darf nicht einatmen, sondern muss mit Gegendruck ausatmen. Was Neues. Wir haben da auch gerade einen sehr großen Auftrag. Für Amazon bestücken wir die Lager. Also wir bekommen von einem Zwischenhändler den Auftrag, dass für Amazon Lager nachgefüllt werden müssen. Wir hatten vom Nasenspray über einen Akkuschrauber bis hin zum WC-Reiniger das komplette Portfolio. Der Zwischenhändler schickt uns quasi die Ware. Wir etikettieren das alles um, weil Amazon ja eigene Strichcodes haben. Und dann wird es europaweit an die Amazon-Lager verschickt. Also bedient diese Werkstatt auch die richtig großen Player. Und für mich klingt das alles nach ganz normaler Arbeit. Und die müsste mindestens auch mit dem Mindestlohn bezahlt werden. Hier bei der Werkstatt eben nicht. Profitieren denn Unternehmen davon, dass in Werkstätten kein Mindestlohn gezahlt wird? In den Preis, den Unternehmen zahlen, ist kein Mindestlohn eingerechnet. Das würde sicher nicht höher werden, wenn Gesetz wäre, dass in Werkstätten auch Mindestlohn bezahlt werden müsste. Ich denke, Unternehmen haben genug Geld, dass das irgendwie finanzierbar wäre. Und dann hat der Mitarbeiter der Werkstatt noch was ganz Interessantes gesagt. Lukrativ für Unternehmen sind die Ausgleichsabgaben. Durch eine Zusammenarbeit mit uns können sich Unternehmen diese zurückholen. Also für Unternehmen ist es ein sehr lukratives Geschäft, in Werkstätten produzieren zu lassen, weil sie damit sich zum Teil die Ausgleichsabgabe sparen. Also die Ausgleichsabgabe ist quasi eine Art Strafzahlung, die Unternehmen zahlen, die keine oder zu wenig Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Und es ist oftmals auch einfach ziemlich günstig, in Werkstätten produzieren zu lassen, dort Dinge abfüllen zu lassen, Dienstleistungen einzukaufen. Heißt also im Umkehrschluss, das Unternehmen spart direkt zweimal richtig fett Kohle. Nummer 1, sie lassen günstig von einer Behindertenwerkstatt produzieren. Und Nummer 2, sie sparen auch nochmal bei der Ausgleichsabgabe. Irgendwas passt bei diesem System meiner Meinung nach nicht zusammen. Bei mir drängt sich so ein bisschen die Frage auf, wenn das Unternehmen doch schon einen finanziellen Vorteil hat, warum bezahlt es die Behindertenwerkstatt nicht einfach zu marktüblichen, vernünftigen Preisen? Ihr Angebot war tatsächlich das günstigste, was wir bekommen haben. Deswegen ist unsere Frage natürlich auch so ein bisschen, also, ja, funktioniert das mit den 9 Cent pro Stück? Ist das, ja, also... Wir haben uns da so ein bisschen angelehnt an unsere anderen Aufträge, deswegen sind wir da ganz gut aufgestellt. Also wir können sagen, wir kommen damit klar. Reich werden wir damit nicht. Also wenn Sie möchten, können Sie gerne was drauflegen. Durch den Angebotspreis sind wir in der Lage, Menschen mit Behinderungen an der Wertschöpfung Teilhabe zu lassen. Das System lässt was anderes momentan gar nicht zu. Würden wir jetzt den Mindestlohn kalkulieren oder etwas höher, würde das System gar nicht funktionieren. Dann wäre der Endpreis nachher zu hoch. Die Kunden würden das gar nicht mehr bezahlen. Aber vor allem ein Satz des Mitarbeiters ist bei mir hängen geblieben. Denn dieser günstige Preis von gerade mal 9 Cent pro Verpackung kommt nur zustande, weil die Auftragslage so ist. Das bedeutet, weil die Unternehmen, die die Aufträge geben, so wenig zahlen wollen, kommt dieser Preis zustande. Sonst würde die Werkstatt die Aufträge nicht bekommen. Das bedeutet, die Kritik an dieser einzelnen Werkstatt ist eigentlich völlig unberechtigt. Es geht um das große Ganze, es geht um das System und um die großen Unternehmen, die diese Situation einfach für sich ausnutzen. Jetzt möchte ich natürlich noch mal wissen, was sagt denn ein Unternehmen dazu, dass direkt von diesem System profitiert? Und wir haben ja aus der Werkstatt erfahren, dass unter anderem Amazon dort durch einen Zwischenhändler Aufträge vergibt. Und deswegen ist meiner Meinung nach die Nachfrage bei Amazon direkt auch absolut gerechtfertigt. Und ich muss ja auch sagen, Amazon hätte sicherlich die Mittel dazu, auch Menschen mit Behinderung direkt bei sich einzustellen. Aber ich gehe natürlich den diplomatischen Weg. Ich möchte natürlich nicht, dass die Werkstatt ihren Auftrag verliert. Damit ist denen dann auch nicht geholfen. Und deswegen frage ich einfach mal Amazon, was sie denn grundsätzlich von der Arbeit mit einer Werkstatt halten und was für die so die ausschlaggebenden Gründe wären, so etwas zu machen. Okay, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Ich habe direkt am nächsten Tag eine Antwort von Amazon bekommen. Zumindest so fast. Das Presseteam hat versucht, mich abzuwimmeln, denn sie fragen natürlich, um welche Produkte geht es denn konkret? Kann ich natürlich nicht verraten, um die Werkstatt nicht in die Pfanne zu hauen. Ich lasse mich aber nicht abwimmeln. Ich habe direkt nochmal nachgefragt, hey Amazon, nach welchen Kriterien und Guidelines entscheidet ihr euch denn nun für so eine Kooperation mit Werkstätten? Und jetzt sind schon wieder ein paar Tage vergangen, insgesamt 2 Wochen, und es herrscht Funkstille. Wir haben nie wieder ein Wort vom Presseteam von Amazon gehört. Auch das spricht Bände. Was denkst du denn aus deiner Erfahrung? Könnten Werkstätten ihre Mitarbeiter besser bezahlen? Das ist die große gesamtgesellschaftliche Frage. Ich
weiß, dass viele Werkstätten auch quasi aktuell straucheln und sagen, ja, zu den aktuellen Rahmenbedingungen können sie das nicht. Für mich ist aber eher die Frage, was passiert eigentlich mit den Unternehmen? Und das ist eigentlich das große Problem und das muss sich halt ändern. Wir merken in unserer Arbeit immer wieder, es ist total schwer, überhaupt in Werkstätten reinzukommen, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten, weil das System einfach so abgeschlossen ist. Werkstätten müssen transparenter werden. Also wir wissen kaum, wie viel Gelder fließen rein, was sind die Einnahmen, wo gehen die Gelder auch wieder hin, wer profitiert davon. Was bedeutet das denn ganz konkret mal für die Menschen, die in den Werkstätten arbeiten? Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten beschäftigt sind, leben einfach hart in Armut. Von dieser Art Taschengeld, die man an Werkstätten bekommt, kann man halt nicht leben. Und deshalb sind Leute eben auf Grundsicherung und Sozialleistungen angewiesen, leben wirklich zum Teil in sehr großer Armut. Also zum Beispiel die Rente, die würde ich ja nur bekommen, wenn ich schon auf dem ersten Arbeitsmarkt so und so viel Zeit gearbeitet habe. Habe ich aber nicht und dementsprechend steht mir dieses nicht zu, sondern erst wenn ich 20 Jahre in der Werkstatt gearbeitet habe, habe ich einen Anspruch auf Rente. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steht mir nicht zu, weil ich mit einem gesunden Menschen verheiratet bin, der auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeitet und die Gesetze es so vorsehen, dass er für mich komplett aufkommen muss. Auch wenn er nur knapp über Mindestlohn verdient. Das bedeutet, würdest du alleinstehend sein, würde es dir finanziell besser gehen? Ja, wenn ich jetzt alleine wäre, dann würde es mir weitaus besser gehen finanziell. Das ist auch so ein Thema, was meine Ehe total belastet. Also da wäre ich auch sehr emotional. Ich habe ganz oft das Gefühl, es tut mir leid. Alles gut. Also ich habe ganz oft das Gefühl, ich bin eine Belastung für meinen Ehemann. Und dass er durch mich aufgehalten wird und dass er durch mich kein vernünftiges Leben führen kann. Er hat einen harten Job, er arbeitet im Gesundheitswesen. Und er kann seine Träume wegen mir nicht erfüllen. Und auch seinem leiblichen Kind kann er die Träume nicht erfüllen, die dieses Kind hat. Einfach nur, weil er für mich komplett aufkommen muss. Und ich finde das absolut nicht fair. Und ganz oft habe ich die Situation, dass ich drüber nachdenke, ob ich mich von ihm trenne und wir uns scheiden lassen und ich ihn quasi freigebe, damit einer von uns beiden wenigstens ein Leben führen kann, was wirklich schön sein kann. Was Perspektiven aufweist. Und das ist halt sehr, also es tut halt weh, weil ich diesen Menschen liebe und ich ihm unendlich dankbar bin, dass er an meiner Seite ist. Aber diese Situation ist so belastend, dass ich denke, vielleicht Liebe schön und gut, aber vielleicht wäre es für ihn besser, wenn er gehen würde, damit es ihm besser geht. Was würdest du dir denn wünschen, dass die Werkstätten besser machen und was würdest du dir vielleicht sogar noch übergeordnet vom System wünschen? Also was die Werkstätten besser machen könnten, das ist eine schwierige Frage, weil das Problem ist das System. Die Werkstätten sind ja in einem System gefangen, was von außen wirkt. Das heißt, wir müssten da halt wirklich an die Regierung und dass sich Gesetze ändern, dass auch die Grundsicherung geändert wird, dass zum Beispiel die Leute, die da Geld verdienen, ihre 300 € oder mehr, dass das nicht angerechnet wird an der Grundsicherung, weil die haben am Ende des Tages auch nicht wirklich viel mehr davon, sondern das wird alles angerechnet. Was haben wir also heute gelernt? Nur weil irgendwo Inklusion draufsteht, findet nicht gleich Inklusion statt. Denn viele große Unternehmen schmücken sich mit diesem Wort, speisen aber gleichzeitig Behindertenwerkstätte mit Dumpingpreisen ab. Am Ende sorgt das dafür, dass Menschen mit Behinderung nicht die finanziellen Mittel haben, um am Leben teilzunehmen und so werden sie sich auch nie als wahres Mitglied der Gesellschaft fühlen. Genau an dieser Stelle könnte auch der Staat regulieren, indem er eine Art Mindestlohn für Behindertenwerkstätte einführt und in dem Fälle wie von Sophie gehört und finanziell abgesichert werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es gerne mit einem kostenlosen Abo, das würde mich am meisten supporten. Ihr könnt auch einfach hier den QR-Code einscannen für alle die über ein Smart TV schauen und dann habt ihr mich supportet und dann sehen wir uns auch schon bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüssi.